Hallo, schön, dass ihr euch das Video anschaut. Ich hatte in dem Video, wo ich die Hardware vorgestellt habe, erwähnt, dass ich eine Schutzhülle bestelle und habe gesagt, ich mache ein kleines Review über die Schutzhülle, wenn sie da ist. So, sie ist jetzt angekommen. Müll. Und da ist die Hülle. Ein, zwei Sätze dazu. Ich habe bei Fitback die Hülle bestellt, weil man dort individuelle Größen angeben kann. Und da es fürs Librem so in der Größenordnung keine Standardhüllen gibt, war das eigentlich die einzige Option. Man kann auch noch verschiedene Stoffe auswählen und Ausstattungsmerkmale. Ich habe bei der ein, zwei Merkmale mitgemacht, so ein paar Ausstattungsmerkmale mitgenommen. Die zeige ich euch jetzt einmal. So, noch mehr Müll. Das ist eine Stoffhülle, die oben eine Schlaufe hat und innen drinnen noch auf der Rückseite einen Strahlenschutz. Falls man das in die Tasche steckt, in die Hosentasche stecken will, dass man halt bestimmte Regionen etwas mehr schützt. Der Stoff fühlt sich sehr schön rau an. Es stinkt nicht, das finde ich so gut. Das ist man ja von anderen Herstellern nicht gewohnt. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera gut sehen kann, aber die Nähte sind sehr gut verarbeitet. Oh, da habe ich schon gut dran gezogen. Und auch hier unten. Soweit eigentlich alles gut. Gefällt mir auf jeden Fall von der Verarbeitung sehr, sehr gut. Die Tasche hat dann natürlich zur Schlaufe passend einen Karabinerhaken mit dabei. Noch mehr Müll. Der ist sehr, sehr leicht. Vielleicht 5 Gramm maximal. Ich fand die Idee halt sehr interessant, das vielleicht einfach an seine Tasche hängen zu können, beziehungsweise an seine Hose. Ob das jetzt eine gute Idee ist, aber egal. Ich finde es auf jeden Fall toll. So. Innen drin ist ein Mikroflies, das gehört auch noch zu den Optionen, die ich genommen habe, damit das Smartphone keine Mikrokratzer bekommt, sondern noch gepflegt wird, wenn es in der Tasche ist. Auf der Rückseite, das ist halt der Bereich hier, ist halt dieser Strahlenschutz. Den kann man ein wenig ertasten. Ist halt etwas fester, die Rückseite, als die Vorderseite. Warum fummel ich eigentlich die ganze Zeit da dran? Naja, so, wenn wir jetzt das Smartphone nehmen, passt auf jeden Fall sehr gut rein. Hier unten ist kein Platz mehr. Hier oben, ich mal gucken, ob man das irgendwie schön in die Kamera reinbekommt. Ist halt auch nicht wirklich viel Platz. Ne? So. Rechts und links. Wenn man drauf drückt, sieht man hier oben klar durch die Rundung, aber hier unten passt schon ganz gut. Und zum Rausholen ist noch genügend Platz, dass die Finger da reinkommen. Wäre es zu eng, würde man sehr wahrscheinlich gar nicht mehr drankommen. Zack. Wie gut hält es da drin? Lass nicht rausfallen. Ich hätte schon erwartet, dass der Brummer jetzt rauskommt. Muss ihn nicht bitten. Aber okay. Hält ganz gut. Man muss dazu sagen, es ist natürlich ein Preisniveau. Also die hat jetzt knapp 35 € gekostet. Die starten halt, glaube ich, ab 13, 14 € plus Versand. Sie versenden halt auch innerhalb von Europa, ich glaube auch sogar weltweit, wenn ich mich nicht irre. Dann verdoppelt sich aber der Versand, glaube ich, von 2,50 € auf 5 € mindestens.
ja, teures Spielzeug. Aber ehrlich gesagt ist das da drinnen gerade deutlich teurer gewesen. Und bevor ich mir jetzt irgendwie in der Jackentasche Kratzer auf mein Display oder im Cover hole, investiere ich doch lieber ein paar Euro in so eine Schutzhülle. Ja, ich habe gesagt, ich möchte euch die vorstellen und ja, habe ich jetzt gemacht. Denkt dran, Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert den Channel und wenn ihr am Ball bleiben wollt, klickt auf die Klingel. Also, bis zum nächsten Video.